Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt, für euer Projekt durchgezählt, teilbar durch 12 plus 6 Maschen mehr, kommen wir nun zur Reihe 1. Reihe 1 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und 2 Maschen mehr zum Rüberkommen. Danach machen wir einen Umschlag, lassen 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln dort ein Stäbchen hinein. Anfänger können sich nun in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt den Marker setzen, damit ihr wisst, wo ihr auf der Rückreihe die Endmasche hineinsetzen müsst. Danach 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und wieder in die dritte einstechen und ein Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen, Umschlag, 2 Maschen freilassen, in die dritte einstechen und ein Stäbchen häkeln. Und so entsteht erst einmal ein grobes Netzmuster. 2 Luftmaschen, 2 Maschen dafür freilassen und ab der dritten wieder ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Maschen freilassen und in die dritte ein Stäbchen. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe 2 Luftmaschen und in die letzte Masche ein Stäbchen häkeln und somit die Reihe beenden. Und das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Für Reihe 2 beginnen wir wieder mit 3 Steigeluftmaschen. Und nun machen wir 2 Umschläge, gehen in das erste Stäbchen hinein und häkeln dort 3 gemeinsam abgemaschte Doppelstäbchen hinein, indem wir den Faden holen, durch 2 ziehen und nochmal holen, durch 2 ziehen. 2 Schlaufen auf der Nadel haben. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, Faden holen, durch 2 Schlaufen, Faden holen, durch 2 Schlaufen. Und noch einmal 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, Faden holen, durch 2 Schlaufen, Faden holen, durch 2 Schlaufen. Danach haben wir 4 Schlaufen auf der Nadel und diese häkeln wir gemeinsam ab und haben somit unser erstes Blatt gehäkelt. Danach 5 Luftmaschen und nun das gleiche wieder. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, Faden holen, durch 2 Schlaufen, Faden holen, durch 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, Faden holen, durch 2 Schlaufen, Faden holen, durch 2 Schlaufen. 2 Umschläge und ein letztes Mal in die gleiche Einstichstelle, durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. Dann haben wir 4 auf der Nadel und häkeln diese gemeinsam ab und haben somit unser zweites Blatt gehäkelt. Als nächstes lassen wir dafür ein Stäbchen frei, häkeln 3 Luftmaschen und gehen in das zweite freie Stäbchen hinein und häkeln dort ein Stäbchen hinein. 3 Luftmaschen, wieder ein Stäbchen freilassen und ins nächste mit 2 Umschlägen ein Blatt mit 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen häkeln. Immer 2 Umschläge einstechen, durch 2 und durch 2 Schlaufen und das dann 3 Mal, sodass wir am Ende dann 4 Schlaufen auf der Nadel haben und diese können wir gemeinsam abmaschen und haben ein wunderschönes Blatt. Es folgen wieder 5 Luftmaschen und dann in die gleiche Einstichstelle wieder mit 2 Umschlägen hinein, durch 2 und durch 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, durch 2 und durch 2 Schlaufen, 2 Umschläge und das letzte halbe Doppelstäbchen häkeln, 4 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam. Und dann sollte es so aussehen. Wir beginnen mit einem Stäbchen, dann 2 Blättern, lassen ein Stäbchen frei, häkeln dafür 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in das darauffolgende, 3 Luftmaschen und wieder das nächste Blatt. Als nächstes folgen wieder 3 Luftmaschen,
ein Stäbchen freilassen und in das zweite freie ein Stäbchen häkeln. Dann wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen, 2 Umschläge und 2 Blätter häkeln. 3 gemeinsam abgemaschte Doppelstäbchen, 5 Luftmaschen und 3 gemeinsam abgemaschte Doppelstäbchen in die gleiche Einstichstelle. Danach wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen, ins zweite ein normales Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen und wieder die Blätter. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe, nach dem letzten Blatt, machen wir einen Umschlag und stechen in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt ein und beenden die Runde mit einem Stäbchen. Und das war Runde 2. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 beginnt mit 5 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen. Und nun brauchen wir Büschelmaschen, und zwar immer um die große Kette zwischen den beiden Blättern. Dazu machen wir einen Umschlag, gehen um die Kette herum, holen den Faden hoch auf ungefähr eine halbe Stäbchenhöhe. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, das war ein zweites Mal. Umschlag, einstechen, hochziehen, drittes Mal. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, viertes Mal. Und Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, fünftes Mal. Am besten mal etwas wackeln, dann legen sich die Schlaufen und man kommt leichter mit der Nadel durch. Das Ganze wird dann mit einer Luftmasche geschlossen, die könnt ihr zuziehen. Danach eine Luftmasche und nun die nächste Büschelmasche. Umschlag und mit 5 Umschlägen die Büschelmasche danach schließen. 1, 2, 3, 4, 5, etwas wackeln, Faden durchziehen, mit einer Luftmasche schließen, zuziehen, eine Luftmasche und nun noch eine dritte Büschelmasche. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und das Ganze 5 Mal. Etwas wackeln, durch alle Fäden ziehen, mit einer Luftmasche schließen, zuziehen. Und nun 3 Luftmaschen. Und dann haben wir unsere erste Tulpe soweit fertig. Einmal die Blätter und den Blütenkopf aus 3 Büschelmaschen. Nach den 3 Luftmaschen häkeln wir ein Stäbchen in das Stäbchen. Danach wieder 3 Luftmaschen und die nächste Tulpe. Mit 5 Umschlägen die erste Büschelmasche häkeln. Wackeln, alle Fäden durchziehen, mit einer Luftmasche schließen, die wir zuziehen, eine Luftmasche kommt zwischen die Büschelmaschen. Danach die zweite Büschelmasche. Wieder mit einer Luftmasche schließen, die wir zuziehen, eine Luftmasche und danach die dritte Büschelmasche. Nachdem wir dann die Luftmasche zugezogen haben, kommen wieder 3 Luftmaschen und wir häkeln ein Stäbchen in das Stäbchen. Also eine recht leicht zu merkende Reihe.
Wir beginnen mit 5 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen, häkeln eine Büschelmasche, die wir mit einer Luftmasche schließen und einer zusätzlichen Luftmasche, um dann die nächste Büschelmasche zu häkeln. Insgesamt brauchen wir 3. Danach machen wir 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in das Stäbchen, 3 Luftmaschen und über die nächsten Blätter wieder 3 Büschelmaschen. Und so wechselt sich das Ganze ab bis zum Ende der Reihe. Und am Ende der Reihe nach der letzten Büschelmasche 2 Luftmaschen, einen Umschlag und in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden, sodass wir Anfang und Ende gleich haben. Am Anfang haben wir mit 5 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen begonnen und beenden tun wir die Reihe, indem wir 2 Luftmaschen häkeln und mit einem Stäbchen das Ganze beenden. Und das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 ist wie Reihe 1. Wir müssen erstmal wieder unsere Stäbchen verteilen, ein Gitter häkeln. Und das machen wir, indem wir 5 Steigeluftmaschen machen, 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen und in der Tulpe in die mittlere Büschelmasche in die Spitze einstechen und dort das erste Stäbchen häkeln. Danach 2 Luftmaschen, ein Stäbchen um die Kette bzw. in die Kette einstechen, in die mittlere Masche und dort ein Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen ins Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Kette, 2 Luftmaschen und danach ein Stäbchen in die mittlere Büschelmasche. Wir beginnen also mit 5 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen und setzen das erste Stäbchen in die mittlere Büschelmasche. Danach machen wir 2 Luftmaschen und setzen das zweite Stäbchen in die Mitte der Kette. Das dritte kommt dann ins Stäbchen der Vorreihe und das vierte wieder in die Kette. Wichtig ist, dass ihr euch merkt, dass wir mal 3 Stäbchen zwischen die Tulpen setzen müssen. Eins in die linke Kette, eins in die rechte Kette, eins ins Stäbchen der Vorreihe. Über die Tulpe selbst kommt immer nur ein Stäbchen in die mittlere Büschelmasche. Also als nächstes wieder 2 Luftmaschen. In die Mitte der Kette ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ins Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und in die Mitte der Kette ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, in die mittlere Büschelmasche ein Stäbchen und nun kommen wieder die Stäbchen zwischen den Tulpen. 2 Luftmaschen, in die Mitte der Kette ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ins Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und in die Mitte der Kette ein Stäbchen, 2 Luftmaschen. Danach wieder in die Mitte der Tulpe. Und so immer im Rhythmus bis zum Ende der Reihe. Und am Ende der Reihe, nachdem wir das Stäbchen in die Mitte der Tulpe gehäkelt haben, 2 Luftmaschen und wir beenden das Ganze, indem wir in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5 und zum Verschieben des Musters. Nun müssen wir die Tulpe zwischen diese beiden Tulpen setzen, das heißt in dieses Stäbchen. Dazu beginnen wir mit 5 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, 2 zum Rüberkommen und häkeln erst einmal in dieses Stäbchen ein Stäbchen. Danach
3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen und zwischen die beiden Tulpen in diese lange Stäbchenreihe mit 2 Umschlägen hinein und wieder unsere Blätter mit 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen häkeln. Faden holen, zweimal durch 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, zweimal durch 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, zweimal durch 2 Schlaufen, 4 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam abmaschen. Danach 5 Luftmaschen, 2 Umschläge und in die gleiche Einstichstelle wieder 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen häkeln. Es folgen 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen und in das Stäbchen über der Tulpe ein Stäbchen hineinhäkeln. Und dann sollte das Ganze so aussehen. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen wieder freilassen und in diese lange Stäbchenreihe zwischen den Tulpen mit 2 Umschlägen hineingehen und unsere 2 Blätter häkeln mit 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen. Fünf Luftmaschen, 2 Umschläge und in die gleiche Einstichstelle ein Blatt aus 3 gemeinsam abgemaschten Doppelstäbchen. Danach wieder 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen, ein Stäbchen in die Mitte der Tulpe, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen freilassen und wieder in die lange Stäbchenreihe zwischen den Tulpen die nächsten Blätter setzen. Und dann sollte es so aussehen. Und so nun die ganze Reihe. Kommen wir zur Reihe 6. Reihe 6 beginnt wieder mit 5 Steigeluftmaschen und in das erste Stäbchen ein Stäbchen. Danach 3 Luftmaschen und nun wieder 3 Büschelmaschen um die Kette zwischen den Blättern mit 5 Umschlägen. Wieder das Ganze ein bisschen wackeln, um dann besser durch die Schlaufen durchzukommen. Mit einer Luftmasche schließen, die wir zuziehen, und eine Luftmasche dazwischen. Danach die zweite Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Wackeln, Faden durchziehen, mit einer Kettmasche schließen, eine Luftmasche und eine dritte Büschelmasche. Mit einer Luftmasche schließen, die wir zuziehen. Danach 3 Luftmaschen und in das Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Dann wieder 3 Luftmaschen und 3 Büschelmaschen um die Kette über den Blättern. Immer mit einer Luftmasche schließen, die wir zuziehen, und eine zusätzliche Luftmasche, die zwischen den Büschelmaschen gehört.
Dann 3 Luftmaschen und wieder das einzelne Stäbchen in das Stäbchen der Vorreihe. Und dann sollte es so aussehen. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe, nach dem letzten Stäbchen, nach der Tulpe, nur noch 2 Luftmaschen, einen Umschlag und in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Also in den Ketten kommen mal 3 Luftmaschen, außer am Anfang und am Ende. Da kommen dann 2 hinein, um diese Größe des Netzmusters beizubehalten. Und das war Reihe 6. Kommen wir noch zur Reihe 7, und zwar der letzten Reihe, bevor wir wieder mit Reihe 2 und 3 weitermachen, und zwar eine Reihe normales Netzhäkeln. Dazu beginnen wir mit 5 Steigeluftmaschen und müssen nun wieder unsere Stäbchen verteilen. Wir häkeln ein Stäbchen in das erste Stäbchen hinein, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen dann in die Mitte der Tulpe. Denn Anfang und Ende machen wir nicht um die Kette herum ein Stäbchen. Erst zwischen der ersten und der zweiten Tulpe kommen die Stäbchen dann in die Ketten hinein. Also hier bleibt es normal mit 2 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen. Und auch hier am Ende das gleiche, nur hier um diese Ketten zwischen den Tulpen. Also 2 Luftmaschen und jetzt befinden wir uns zwischen den ersten beiden Tulpen. Da kommt dann in die Mitte der Kette ein Stäbchen hinein. 2 Luftmaschen, dann ein Stäbchen in das Stäbchen. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Kette. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte der Tulpe, in die mittlere Büschelmasche, danach 2 Luftmaschen, in die Mitte der ersten Kette ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ins Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und in die Mitte der Kette ein Stäbchen. Danach wieder 2 Luftmaschen und in die mittlere Büschelmasche ein Stäbchen. Und so sollte es dann aussehen. Also erst zwischen der ersten und der zweiten Tulpe oder ab der ersten und der zweiten Tulpe kommen die Stäbchen in die Kette hinein. Am Anfang und am Ende bleibt das Ganze frei. Und so nun bis zum Ende. Immer 3 Stäbchen zwischen die Tulpen setzen und ein Stäbchen in die Tulpe. Und am Ende der Reihe, nachdem ich das letzte Stäbchen in die Mitte der Tulpe gehäkelt habe, wie auch am Anfang, ein Stäbchen in das vorletzte Stäbchen, 2 Luftmaschen und wir beenden die Reihe in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt mit einem Stäbchen, so dass wir Anfang und Ende gleich haben und hier um die Kette keine Stäbchen häkeln. Und das ist das eigentliche Muster. Ab hier geht es weiter mit Reihe 2, dann wieder 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Ich hoffe, euch hat das Muster gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Ich werde euch unten eine Zeitleiste einfügen, da könnt ihr dann immer wieder zurückspringen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen und ansonsten heißt es wie immer, lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.